Ja, wie ich bereits beschrieben habe, beginnt sich jetzt das Schicksalsrad zu drehen. Unser individuelles Schicksalsrad, aber auch vor allem das kollektive Schicksalsrad. Und man kann das Schicksal an sich positiv, aber auch negativ interpretieren. Aber oftmals geht genau dieses Schicksal auch mit etwas einher, was wir anfangs als negativ bewerten. Zum Beispiel in dem Moment, wo wir einen alten Job verlieren, kann es durchaus sein, dass wir das negativ bewerten. Aber im Grunde genommen verlieren wir ihn oftmals nur, um Platz zu schaffen für das Neue, für das Wahrhaftige, was schicksalshaft in unser Feld kommt. Ja, und so geht das Schicksal mitunter erst mit etwas Negativem einher, mit einem Verlust, den wir negativ bewerten und bei dem wir erstmal etwas loslassen müssen. Aber sehr schnell kommt dann meistens auch was Neues in unser Leben, was nur darauf wartet, durch uns zu leben. Und dieses Schicksal, das kann man eben persönlich, aber auch kollektiv erleben. Und in den letzten Jahrzehnten haben sehr viele persönlich dieses Schicksal erlebt und sind in ihr Schicksal gekommen. Und jetzt findet diese Situation mit dem Schicksal auch kollektiv statt. Und wir sind an einem Punkt, an dem wir dem Schicksal einfach nicht mehr entgehen können. Das Kollektiv kann seinem eigenen Schicksal jetzt nicht mehr entgehen, weil uns dieses Schicksal eben geschickt wird. Und es wird sehr deutlich, was unser Schicksal ist. Und kollektiv betrachtet ist unser Schicksal, dass wir uns jetzt wieder daran erinnern, wer wir sind, woher wir kommen und warum wir hier sind. Und im letzten Video habe ich ja speziell auch gesagt, dass wir die Freiheit sind, die Liebe, der Frieden. Und das ist unser Schicksal, dem wir nicht entgehen können und das wir nicht länger verleugnen können. Wir konnten es für eine gewisse Zeit verleugnen, über Tausende von Jahren sogar hinweg. Aber jetzt bricht sich unser Schicksal seine Bahn und wird überdeutlich werden. Und jeder von uns ist jetzt einmal mehr dazu aufgerufen, dieses Schicksal zu leben, das uns von der höchsten geistigen heiligen Kraft geschickt und geschenkt wurde, damit wir es hier auf der Erde manifestieren. Und diesem Schicksal können wir nicht entgehen. Wir können es nur akzeptieren, wie es ist. Und es präsentiert sich jetzt Schlag auf Schlag. Was wir im Moment beobachten können, ist eine Aktivierung nach der anderen. Unser wahrhaftiges Schicksal, das, was wir sind, wird jetzt in kürzester Zeit sehr stark in uns aktiviert werden. Es sind Frequenzen und Aktivierungen und diese werden auch durch dieses Video zum Beispiel transportiert. Die Frequenzen und die Aktivierungen, die ich selbst empfange, die fließen zum Beispiel auch immer automatisch in die Videos mit ein.
Und der Computer oder das Internet oder die Videos an sich, die sind nur eine Art Schnittstelle zwischen der geistigen und materiellen Welt, eine Art Verbindungsstelle. Und alle Informationen des Computers werden ja auf Kristallen gespeichert. Also wir arbeiten hier eben auch mit der Energie der Kristalle, so wie das in den goldenen Zeitaltern immer gemacht wurde. Und diese Kristalle sind eine Art Werkzeug, mit der die geistige Welt ihre Frequenzen zu uns bringt. Und beim Anhören und Anschauen empfangen wir dann automatisch diese hohen Frequenzen oder Aktivierungen, die darauf ausgelegt sind, dass eine Art Rückverbindung oder Reaktivierung in uns bewirkt wird. Und das alles passiert ganz automatisch. Unser Körper reagiert mitunter darauf, also zum Beispiel durch Körperempfindungen wie Gänsehaut, Tränen, ein wohliges Gefühl oder allgemein Wohlbefinden, Erleichterung und vieles mehr. Und viele der Zuhörer, die haben mir bereits bestätigt oder die Rückinfo gegeben, das Feedback, dass das eben auch bei ihnen der Fall war. Ja, und man kann diese Aktivierung natürlich auch von sich aus empfangen. Also jeder von uns empfängt diese Aktivierung auch. Also man muss jetzt nicht meine Videos gucken oder man braucht nicht irgendwie einen anderen Menschen dafür, um diese Aktivierung zu empfangen, sondern sie werden uns sowieso zugespielt, eben durch den Kosmos, und wir empfangen sie alle automatisch. Aber mitunter ist es ganz hilfreich, wenn man sich ein Video dazu anguckt, dass man das halt eben auch versteht, also die Information dahinter sieht. Und dieses Video kann dann wie eine Art Verstärker wirken. Eine Art Katalysator, der das eben alles noch etwas beschleunigt oder verstärkt. Dadurch, dass es uns bewusst wird. Denn jede Aktivierung, die uns bewusst ist, kann nochmal um ein Vielfaches stärker wirken als eine Aktivierung, die unbewusst stattfindet. Und von daher ist es immer hilfreich, sich die Dinge bewusst zu machen. Dadurch können wir sie sehr viel schneller auflösen oder mit anderen Dingen besser umgehen. Ja, und um jetzt eine kurze Vorausschau zu geben, was uns in Kürze erwartet oder auch aktuell erwartet, kann ich schon mal an dieser Stelle sagen, dass im Moment die Aktivierung stattfindet des 12-Chakra-Systems. Die Energien fließen jetzt aktuell rein. Das heißt, 12 Chakras in uns werden aktiviert, fangen an, sich zu öffnen und zu drehen. Diese 12 Chakras wiederum aktivieren die 12 DNA-Stränge, in denen unsere speziellen medialen und spirituellen Fähigkeiten abgelegt sind, die dann zur Entfaltung kommen können, weil sie uns bewusst werden. Und dadurch aktiviert sich dann wiederum das neue goldene Zeitalter.